Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wenn wir den Medien Glauben schenken, dann sind ja die meisten Neuunternehmer Studienabgänger unter 30. Und diese Jungspunde gründen dann Startups, die oft schon nach ein paar Jahren etliche Millionen wert sind. Also zumindest so liest sich das immer in den Schlagzeilen oder man hört es im Radio, man sieht es im Fernsehen. Das kann einen ganz schön mutlos machen, wenn man dann schon jenseits der 40 ist, wie wir beide sind. Ich bin. Und auch noch unternehmerische Träume oder Ambitionen hat, vielleicht mal was Neues anzufangen. Das gilt ja besonders, wenn man, wie wir, über den Aufbau von Unternehmen im Ausland sprechen und dann über den damit verbundenen Umzug ins steuergünstige Ausland. Und ja, es ist so, viele unserer Mandanten und Zuschauer sind keine 30 mehr. Jetzt ist die Frage, Sebastian, ist man mit 40, 45 schon zu alt für einen geschäftlichen Neuanfang? Ja, da musst du jetzt gerade eben erstmal lachen. Ja. Also manchmal vermitteln uns die Medien ja ein komplett weltfremdes Realitätsbild, absolut. Ja. Also Erfolg ist in jedem Alter möglich, ja. Und hier möchte ich mich tatsächlich auch an alle unser Publikum wenden, die nicht mehr 25 sind, ja. Also definitiv gehörst du nicht zum alten Eisen, wenn du hier jenseits der 40 bist. Heute ist absolut realistisch, dass man noch bis 75 unternehmerisch gestaltet, und zwar bei bester Gesundheit. Natürlich, man sagt immer, das Leben ist kurz, aber das Leben ist auch lang. Ja. Daher, auch wenn du in den 50er und 60er Jahren deines Lebens stehst und unternehmerische Ambitionen hast, solltest du auf keinen Fall beim Anblick der Start-up-Pitchy-Gesichter den Mut verlieren. Ganz wichtig, verlier den Mut nicht. Du kannst absolut noch was bewegen und Wohlstand und Erfolg aufbauen. Und also wer in 40ern ist, also für den trifft es ja 10-mal mehr noch zu. Du redest ja jetzt täglich mit Mandanten. Deswegen meine Frage, also wie häufig kommt das dann vor, dass die Mandanten, mit denen du sprichst, also reifer sind und nochmal völlig neu durchstarten wollen? Kommt praktisch täglich vor, ja. Ist ja auch klar, viele haben einen Unternehmensverkauf und haben dann richtig Geld und möchten dann nochmal irgendwas im Ausland bewegen, aber selbst bei denen ist es nicht so ist, ja. Also erst letzte Woche habe ich mit jemandem gesprochen, der ist jetzt 55, geht in Pension und will mit seiner Abfindung ein Unternehmen aufbauen, ne? Ist jetzt neu Single, lernt Salsa und will jetzt erstmal für ein Jahr nach Portugal gehen. Neu Single, sagst du, also habe ich jetzt noch nie so häufig gehört, den Begriff. Ist es meistens so, dass ältere Mandanten, die noch unternehmerisch tätig werden wollen, auch eigentlich alle oder andere Aspekte ihres Lebens nochmal komplett umkrempeln? Ja, also meiner Erfahrung nach ist es definitiv so, ja. Also gerade was Beziehungen anbelangt, geht ja oft die unternehmerische Neuausrichtung, gerade bei reiferen Männern, auch bei einer Trennung und Scheidung einher. Leider ist jedenfalls meine Beobachtung. Denn unternehmerischer Erfolg löst ja auch tatsächlich bei vielen Männern einen zweiten Frühling aus, ja. Und Männer sind ja heute selbst mit 60 noch nicht alt. Also man muss ja noch an Viagra und sowas denken. Da kann man noch mal im Liebesleben dann auch im höheren Alter noch mal richtig durchstarten. Und oftmals ist es einfach so, dass man halt einen Neuanfang hat, unternehmerisch. Und dann passt es irgendwie so mit der alten Beziehung nicht mehr zusammen, ja. Also das kann sicherlich passieren, ja. Es ist wirklich so, dass du das erlebst oder erlebt hast, dass Männer ihre Frauen sitzen lassen, nur weil sie Erfolg haben oder Erfolg haben wollen. Ist das wirklich deine Erfahrung? Also für mich klingt das bitter. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich einen Trend hier festmachen würde. Ja, also man muss natürlich sehen, dass 90% der Trennungen von Frauen eingeleitet werden. Ja? Und je höher der Bildungsstand, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Frau einen Mann verlässt. Ja. Also wie gesagt, in der überwältigenden Mehrheit der Fälle sind es Frauen, die sich dort neu orientieren. Ja, also das ist meine Erfahrung, also inklusive auch in meinem eigenen Leben übrigens. Ja. Seltsamerweise, selbst wenn jetzt die Frau den Mann verlässt, machen wir doch die Männer meistens verantwortlich. Dann sagen, sag mal, der hat sich gehen lassen, ja, der hat irgendwie sich nicht genug bemüht um die Frau, der war faul, der war passiv, keine Ahnung und so weiter und so fort. Ja. Wenn man bei der bloßen Erwähnung des umgekehrten Falls, wie ich es gerade eben jetzt gemacht habe, ja, erfolgreicher Mann trennt sich, lässt die Frau zurück und so weiter, sofort empört sind, ja, so wie jetzt gerade hier. Ja, schon interessant. Also du hörst dann also in deinen Beratungsgesprächen oftmals eine ganze Menge auch Geschichten wahrscheinlich, ne, die dann dazu geführt haben. Das
Schon interessant. Wenn du so viel schon gehört hast von deinen Mandanten, gibt es irgendwas, was du vielleicht generell sagen kannst? Was könnten Paare besser machen, damit es nicht zur Trennung kommt, vielleicht auch gemeinsam? Ja, also grundsätzlich ist es ja meiner Erfahrung nach so, dass Frauen sehr bodenständig sind und einen gesunden Menschenverstand haben. Ja, also da geht es um Sicherheit, das bestimmt ihr Denken, ganz stark evolutionär geprägt natürlich. Und wenn dann der Mann irgendwie nochmal so in 50ern, 60ern kreative unternehmerische Ambitionen entfaltet, dann weiß man nicht so ganz als Frau, wie man damit umgehen soll. Ja, was ist, für was soll das jetzt gut sein? Wir haben doch hier irgendwie eine gewisse Sicherheit, ja. Da gibt es eine Festanstellung, da gibt es irgendwie eine Betriebsrente und so. Und es wird ja durch diese unternehmerischen Sehnsüchte eigentlich alles nur destabilisiert. Viele Frauen können sich auch im Traum eigentlich nicht vorstellen, dass der Mann, den sie geheiratet haben, vor vielleicht 20 Jahren überhaupt fähig ist, jetzt hier irgendwie unternehmerisch tätig zu werden. Ja, der hat halt irgendwie Bürojob, ist vielleicht Abteilungsleiter oder Sachbearbeiter und das macht er seit 20 Jahren gut, ja. Aber oftmals für viel mehr halten sie noch nicht fähig. Ist so ein bisschen wie Homer Simpson. Er ist so ein gutmütiger Trottel, den sie da geheiratet haben, ja. Und oftmals ist es ja dann so, wenn dann Männer ihren Frauen von neuen Geschäftsideen erzählen, dann lacht sie vielleicht erstmal aus, ja. Und hier würde ich sagen, und was ich zumindest erlebt habe, bei vielen Mandanten, die dann auch als Paar gemeinsam erfolgreich sind, ist eben, dass zumindest die Partnerin die Ambitionen ihres Partners dann schon ernst nimmt und nicht einfach abfällig als Tagträumerei abtut. Vielleicht kann man ja auch was zusammen machen. Ja, also gerade im reiferen Alter, wenn man so der ganze Druck von Kindererziehung und so weiter weg ist meine Erfahrung schon, dass Ehepartner ganz hervorragende Geschäftspartner sein können. Ja, macht ja auch total Sinn. Man vertraut sich blind, man kennt sich, man zieht an einem Strang wirtschaftlich, ja. Es ist total naheliegend. Ja, und doch gibt es vielleicht eine ganze Reihe von Frauen, die sich das nicht vorstellen können, was du jetzt ja. Viele Frauen realisieren oftmals gar nicht, ja, dass da in ihrem Mann irgendwie so ein Gigant schlummert, ja. Jemand, der kreativ ist, der Lösungen anbieten kann, für die es auch gut zahlende Kunden gibt, ja. Frauen können sich oftmals gar nicht vorstellen, dass der Mann ein hochgeschätzter Experte ist, dem andere vertrauen und dessen Meinung Gewicht hat. Das erinnert mich jetzt an den Schwarzenegger-Streifen True Lies aus den 90ern, wo Arnold einen gefährlichen Geheimagenten spielt, der sich als IT-Verkäufer tarnt. Übrigens gibt es auch noch eine Serie, muss ich dazu sagen, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, und zwar Chuck. Kennst du die Serie Chuck? Mit dem Carmichael, der dann im Prinzip Agent heißt, der Carmichael, und ist in einem sogenannten Buy More, so eine Art Mediamarkt. Verkäufer ist interessant, vielleicht hat die Serie auch was mit dem Schwarzenegger-Film zu tun. Aber daran muss ich da jetzt gerade denken. Naja, genau. Und so ist man halt dann als Mann ja in so einem Job, den man vielleicht hasst. Und viele Männer fühlen sich dann auch irgendwie, als hätten sie einen Mühlstein und halt, die wollen gerne raus, die wollen gerne unternehmerisch tätig sein, fühlen sich aber oftmals als Gefangene und sind frustriert am eigenen Leben. Und eigentlich oftmals, die suchen jetzt gar nicht unbedingt Ausflüchte, die möchten euch dann auch Anerkennung haben von der eigenen Frau. Also hier sehe ich doch jetzt mal rein aus der Erfahrung, die ich habe mit Mandanten, und auch mit sagen wir mal, Paaren, die Mandanten sind, die erfolgreich zusammenarbeiten, gibt sicherlich ganz viel Spielraum, das Ganze zum Positiven zu wenden. Also wie gesagt, mein Eindruck wäre, dass jetzt, wenn man das als gemeinsames Projekt betrachtet, ja, so ein mögliches Unternehmen und nicht nur irgendwas, was jetzt vielleicht der Mann so hier macht, sondern was man an was gemeinsam arbeitet, wo man gemeinsame Ziele hat, das ist sicherlich sehr positiv. Du hast es ja angesprochen, aber ich habe da trotzdem so meine Zweifel. Also ist es wirklich nur das Beziehungsleben, das von Erfolg im fortgeschrittenen Alter dann tangiert wird? Natürlich nicht nur das Beziehungsleben, genau. Also gerade bei männlichen Mandanten kann man sehen, dass der Erfolg mit späteren Jahren dann auch ganz extreme andere Konsequenzen hat. Ja, die fangen an, sich zu achten, die fangen dann an, richtig Sport zu machen, richtig Muskeln aufzubauen. Die nehmen ab, die kleiden sich auf einmal sehr modisch. Ja, also es ist definitiv, kann man sagen, ein zweiter Frühling. Also geschäftlicher Erfolg gibt einem einfach, würdest du jetzt so sagen, einen wahnsinnigen Schub an Selbstbewusstsein, der dann das ganze Leben positiv beeinflusst. Ja, also die Fälle, die ich erlebt habe, auf jeden Fall. Also nach meiner Meinung nach ist es so. Ja, und deswegen nochmal so ein Wort an dich, lieber Zuhörer und Zuschauer, egal wie alt du bist, egal ob du Mann bist oder Frau, ja, egal wie sehr du dich als Gefangener vielleicht in deinem eigenen Leben fühlst, ja, in deinem Job, vielleicht auch in deiner Beziehung, es ist nie zu spät und du kannst immer dir noch was aufbauen und in gewisser Weise auch das Leben deiner Träume aufbauen. Das funktioniert, geschäftlicher Erfolg ist möglich. Ich gehe davon aus, dass du garantiert Wissen und Fähigkeiten hast,
die sich in einem Business umsetzen lassen. Fang klein an, jeden Tag ein bisschen was machen, ja, also so schnell reich werden und so, get rich quick und so, das gibt's alles nicht, das funktioniert nicht, ja. Also arbeite dran, sei konsequent, verbeiß dich darin fest, ja, und dann stehen die Chancen schon ganz gut. Ja, ist doch ein schönes Schlusswort, Sebastian. Ich denke, damit können wir es auch sozusagen ausklingen lassen. Dann vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank an unsere Zuschauer und Zuhörer fürs Zuhören.